Wir sind Koori, wir sind ein Schweizer Cleantech-Startup und wir entwickeln Materialien. Was heißt das? Wir nehmen Seitenströme von der Industrie zum Beispiel, das können Olivenkerne oder Walnussschalen sein oder auch jegliches anderes und konvertieren die eigentlich in Materialien. Unsere Materialien sind elastisch, das heißt, sie können für Applikationen wie zum Beispiel Schuhsohlen oder auch Ohrenarmbänder verwendet werden. Ganz besonders wichtig ist uns, dass unsere Materialien einen besseren ökologischen Fußabdruck haben, dass wir zum Beispiel mit unseren Schuhen Materialien abreiben. Das passiert auch mit Reifen, wenn wir Fahrrad fahren. Da entsteht Mikroplastikabrieb. Mikroplastik kann sich nicht in der Umwelt zersetzen und das wollen wir eben auch ändern, indem sich kleinste Partikel aus unserem Material biologisch abbauen können. Uns treibt die Vision an, wirklich was zu bewegen im Sinne von Nachhaltigkeit. Das bedeutet für uns, nachhaltige Materialien zu implementieren und dann wirklich im großen Maßstab, weil im Endeffekt müssen wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern. Wir müssen weg von endlichen Ressourcen, also fossilen Ressourcen. Und es ist natürlich wahnsinnig schön zu sehen, dass das auch die Unternehmen müssen, die dann auch mit uns zusammenarbeiten. Also es ist wirklich Thema Nachhaltigkeit, was uns sehr am Herzen liegt. Kollaboration und Partnerschaften sind wirklich ein Herzstück für uns. Also es geht darum, wirklich mit Industrie, mit Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Wir haben das Gefühl, so innovieren wir auch viel schneller, indem man Richtung Nachhaltigkeit wirklich Hand in Hand mit den Firmen und Universitäten geht. Wichtige Partner für uns sind zum Beispiel sowohl die Universitäten, hier arbeiten wir mit allen Schweizer Universitäten zusammen, das kann zum Beispiel die ZHW sein, die FHNW, die ETH oder die EPFL. Und im Industriebereich und Großkonzerne sind es dann im Bereich Outdoor und Sports, Automotive, also alles, was Consumer Goods abdeckt. Hier im Kanton Zürich zu sein, bedeutet für uns natürlich ein riesen Netzwerk zu haben. Das ist nicht nur seitens InvestorInnen, sondern auch seitens Universitäten. Was am interessantesten für uns ist, wirklich die Strahlkraft und das Netzwerken hier. Um weiterhin innovieren zu dürfen, brauchen wir natürlich zahlende Kunden, also Unternehmen, die neue Materialien implementieren möchten. Wir brauchen aber auch Investitionen, das könnten von InvestorInnen sein oder institutionellen Geldgebern. Wir brauchen diesen Laborraum, um wirklich unsere Forschung und Entwicklung vorantreiben zu können und dann ist sicherlich noch eine Prise Glück dabei.